Das Geheimnis Jonastal und seine 25 gerade in den Berg verlaufenden Stollen. In dieser Reportage zeigen wir einen direkten Vergleich mit anderen Anlagen, die ebenfalls von dem Ingenieurbüro Karl Fiebinger durchgeführt und vom SS-General und Geheimwaffenchef Hans Kammler in Auftrag gegeben wurden. So, und wenn wir mal nach da leuchten, gut, sieht man die Größe? Ganz schwer. Seid ihr alle am Leuchten? Wir kriegen das nicht eingefangen. Das ist einfach zu gigantisch, diese Halle. In diese Anlage sollte die Raketenforschung Peenemünde verlagert werden. Hier sollte unter anderem die A9 und A10 Amerika-Rakete entwickelt werden. Für diesen Zweck wurden bis zu 30 Meter hohe Hallen in den Berg errichtet. Im Hauptstollen 9 passen 2 Güterzüge nebeneinander. Hier bekommt man eine gute Vorstellung von der schieren Größe dieser Anlage. Karl Fiebinger plante die Anlage mit einer Größe von ca. 220.000 Kubikmetern. Auch die Flak-Rakete mit dem Decknamen Wasserfall sollte hier weiterentwickelt werden. Diese Anlage war nun fortwährend als kriegswichtig eingestuft. Die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte sind mit dem Jonastal vergleichbar, obwohl die Anzahl der Arbeitskräfte bei der gezeigten Anlage geringer ausfällt als im Jonastal. Um zu verstehen, warum die offizielle Version der Anlage im Jonastal nicht der Wahrheit entsprechen kann, muss man einen Blick auf vergleichbare Anlagen werfen. Erst dann kann man sich ein Urteil darüber erlauben, welche Dimensionen die Tunnel im Jonastal haben müssten und welch kleinen Teil man heute der Öffentlichkeit präsentiert. Warum die offizielle Version nicht mehr zu halten und zusehends unhaltbarer wird, erfahrt ihr im Laufe dieser Reportage. Nach dieser Reportage könnt ihr euch ein eigenes Bild von diesen Anlagen im direkten Vergleich verschaffen und selber entscheiden, was sich im Bereich Ohrdruf Jonastal an unterirdischen Anlagen und ihre Ausmaße befinden muss. Wir sind jetzt in einer von den Hallen Fundamente für Maschinen, was auch immer, ein Stück Stahl bekommen. Prüfen wir gemeinsam, warum der Baufortschritt im Jonastal, gemessen an den eingesetzten Arbeitskräften und an der Größe der Stollen, mit der offiziellen Version nicht übereinstimmen kann. Die Anlage Zement A ist die einzige Anlage Österreichs, wo heute unterirdische Bahnverladung von Gestein stattfindet. Ein aktiver Steinbruch nutzt Teile der mächtigen Anlage. Hier wird über eine Schütte das Gestein über 50 Meter in die Tiefe geführt, um dort auf Züge verladen zu werden. Die Stollen sind so mächtig, dass gleich 2 Züge nebeneinander beladen werden können. Folgt mir in die Tiefe der Berge, in die ewige Dunkelheit, umgeben von Nässe und Kälte. Hier sind richtige Sturzbäche von uns. Immer der Gefahr ausgesetzt, durch Steinschlag oder Verbrüche verletzt oder eingeschlossen zu werden. Um dem Geheimnis Jonastal auf die Spur zu kommen. Folgt mir in die Unterwelt Österreichs. Folgt mir in die Untertageverlagerung, Decknamen Zement A. So, dann würde ich mal sagen, rocken wir es noch, ne? So, also hier sieht man schon, dass es riesengroße Deckenhöhen sind. Also die V-Waffenproduktion war definitiv auch hier. Also das sind etliche Meter, riesengroße Hallen, wo hier damals unter Tage bombensicher tatsächlich produziert werden konnte. Und es gab auch nichts, was hätte hier, also diese Anlage ist auch selber nie versucht worden zu bombardieren. Wahrscheinlich, weil die Alliierten durch die militärische Luftaufklärung schnell gemerkt haben, dass man hier auch mit schwereren Bomben nur schwer reinkommt, weil über uns der Berg ist. Da Peenemünde im Rahmen der Royal Air Force Operation Hydra im August 1943 mit einer Bombenlast von 1874 Brand- und Sprengbomben angegriffen und enorm zerstört wurde, bei diesem Bombenangriff wurde auch das Lager der zwangsverpflichteten Arbeitskräfte angegriffen.
Hier waren auch die führenden Köpfe des Widerstandes untergebracht. Viele Widerstandskämpfer kamen bei dem Angriff ums Leben. Ziel war neben der Vernichtung der Industrie- und Forschungsanlagen die Vernichtung der Arbeitskräfte des Raketenprogramms. In dieser Nacht verloren 700 Menschen ihr Leben. Der Großteil davon waren Zivilisten. Wegen dieser Angriffe und Vernichtungsmethoden beschloss man, die geheime Raketenforschung unter die Erde zu verlagern. Die Forschungsstelle Peenemünde sollte nach Ebensee in eine eigens für diesen Zweck angelegte unterirdische Anlage verlagert werden. Der österreichische Luftraum galt im Jahre 1943 als sicher. Kammler setzte auf getrennte Anlagen, um den Schaden bei Angriffen gering zu halten. Also hier ist nochmal ein Parallelstollen. Der hat ähnlich hohe Deckenhöhe an diese Anlage, an die Reichsbahn oder an das Reichsbahnnetz angeschlossen, dass man hat die hier gefertigten Güter auch schnell zu der kämpfenden Truppe hat bringen können. In Mauthausen, Thüringen, sollte die Produktion unterirdisch verlagert werden. Die Forschung und Entwicklung sollte nach Ebensee und die Testanlagen sollten in Polen errichtet werden. Somit hatte jede Abteilung eine eigene unterirdische Anlage und konnte bombensicher produzieren, forschen und testen. Also hier haben wir eine riesengroße Stollenanlage, die ist nicht betoniert worden, die ist im Urzustand. Allerdings sind hier Sockel für Maschinen, also hier haben tatsächlich Maschinen gestanden, die produziert haben. Es ist einfach zu groß. Wir kriegen es vom Licht her nicht aufgenommen. Also es ist riesengroß, dieses Bauwerk. Hier haben wir wieder ein Stück Stahlbeton, Fels, wieder Stahlbeton. Wir könnten es vergleichen mit einer Kathedrale, also von der Höhe her, von der Akustik hier drin etc. Was wir hier für Deckenhöhen tatsächlich haben. Oder doch, die sind abgefahren. Also hier auf dem Boden liegt die Originalverschalung. Und da oben ist die auch noch dran. Stellenweise. Wahnsinn. Also Schubkarre. Eine Holzschubkarre. Meinst du, die ist noch aus dem Krieg? Ja, aus der Zeit. Ja. Also aus der Zeit vom Krieg tatsächlich. So, und hier haben wir schon wieder niedrigere Deckenhöhe. Fundamente am Rand von Maschinen und haufenweise Fasern, auch noch von damals. Wahrscheinlich waren die Tanks damit umwickelt, ne? Oder? Isolierung für irgendwas? Ja. Zu Anfangs hatten die Anlagen in Ebensee unterschiedliche Tarnbezeichnungen. Zu Beginn sprach man von dem Oberbegriff Deckname Solvay, Kalk- oder Kalksteinberg. Das beinhaltete alle Anlagen. Da viele Bezeichnungen für Verwirrung sorgten, wies Kammler an, den Decknamen Zement fortan zu gebrauchen. Dieser Begriff setzte sich durch und umgangssprachlich war Ebensee der Begriff für diese Anlagen. Offiziell und auf Kammlers Befehl war der Deckname der Anlage Zement. Die Forschungsstelle Peenemünde hatte große Anforderungen an die Anlage Zement und somit hat Berlin das Bauvorhaben um ca. 20% gekürzt. Speer hatte das Vorhaben unter Voraussetzung dieser Reduzierung genehmigt. Besondere Probleme bereiteten die Raketentriebwerk-Prüf- und Teststände innerhalb der Anlage Zement A. Die Planung der Prüfstände im Zement A wurden verworfen und sollten in der Anlage B umgesetzt werden. Unter anderem sollte dort ein Prüfstand für Interkontinentalraketen errichtet werden.
Die Verlagerung von Peenemünde machte aber nur Sinn, wenn auch genügend bombensichere Räume für Labore und Werkstätten vorhanden sind. Schnell wurde eine weitere Planung für die Anlage Zement B beschlossen und umgesetzt. Die Fertigstellung der Anlage war äußerst ehrgeizig gesetzt. Mit Hochdruck wurde an der Einhaltung der Termine gearbeitet. Die Anlage Zement A wurde in einem Steinbruch der Firma Hatschek errichtet, da sie bereits über eine gute Infrastruktur wie Bahnanschlüsse verfügte. Zudem wollte man so eine Tarnung gegen feindliche Luftaufklärung erzielen. Auf dieser Brücke des Steinbruches Hatschek entstand 1944 das mittlerweile weltberühmte Bild vom SS-General und Chef des Geheimwaffenprogrammes Hans Kammler. Man errichtete einen Bahnhof und mehrere Industrien wie Betonwerke. Diese siedelten sich eigens für dieses Bauvorhaben in Ebensee an. Kläranlagen und eine Wasserversorgung vom Traunsee wurden errichtet. Am Bauvorhaben Zement waren über 30 Firmen beteiligt. Da sich die Männer und somit die Arbeitskräfte in Massen bei der Wehrmacht an den Fronten befunden haben, musste man auch hier auf fremd- und zwangsverpflichtete Arbeitskräfte ausweichen. Alle zivilen Arbeitskräfte kamen aus anderen Regionen Österreichs, damit über die Anlage in Ebensee und Umgebung wenig bis gar nichts bekannt wird. Für die zivilen Arbeiter errichtet man ein Lager mit Baracken im Steinbruch. Die höheren Arbeitskräfte bekamen Häuser in Ebensee. Für die zwangsverpflichteten Arbeiter errichtete man vor den Baustellen ein Lager mit Baracken. Wahnsinn. Und hier gehen wir dann wieder runter. Das ist aber gut verbrochen hier, ne? Da ist ein bisschen was runtergekommen. Der Bau der Anlage Zement war das größte Bauvorhaben in der Geschichte dieser Region. Laut einem amerikanischen Bericht waren im Mai 1944 über 10.000 Arbeitskräfte bestehend aus ca. 1.300 zivilen Arbeitskräften, 1.300 Fremdarbeitern, 250 Techniker, 400 Kriegsgefangene und ca. 7.000 zwangsverpflichtete Arbeiter. Alle am Bau und der Planung beteiligten Personen waren zu strengster Geheimhaltung verpflichtet. Die Materialtransporte wurden in der Nacht durchgeführt, um dem Bau der feindlichen Luftaufklärung zu entziehen. Also auch hier wieder riesengroß. Natürlich ist es in den Steinberg nämlich aufgefahren. Wir haben Wassereinbrüche. So Anlagen sind immer feucht im Berg. Die alten Backsteinmauern, also hier ist auch ordentlich was durchgefließt, weil die Teile sind komplett weg. Der Bau der Infrastruktur begann im Winter 1943. Im Frühjahr, Februar, März 1944 waren die Arbeiten abgeschlossen und das Auffahren der Stollen der Anlage Zement A hat begonnen. Die unterirdische Anlage Zement A besitzt eine Größe von ca. 5 Kilometern, sollte nach Vorgaben von Ingenieurbüro Fiebinger 220.000 Kubikmeter betragen. Sie besteht aus 12 Haupttunneln, die eine Länge von ca. 350 Metern nach jetzigem Ausbaustand betragen. Alle 12 Hauptstollen besitzen große Portaleingänge. Die Tunnel sind durch Querschläge, also Verbindungstunnel, miteinander verbunden. Die Verbindungsstollen sind von den Dimensionen her wesentlich kleiner als die Hauptstollen. Die Hauptstollen haben eine Höhe von 10 Metern und eine Breite von ebenfalls 10 Metern. Die ersten beiden Verbindungsstollen sind als Bahneinfahrt gedacht. Sie weisen einen kurvenartigen Verlauf auf. Der hinterste und letzte Verbindungsstollen dient der Belüftung. Bei der Belüftung der Anlage setzt man auf eine neue Art, da die Prüfstände für Raketentriebwerke besondere Ansprüche an die Abluft stellten. Dazu später genaueres. Der Stollenvortrieb erfolgte mittels Bohr- und Sprengverfahren. Es sind noch Sprenglöcher nach oben wie nach unten, also man wollte hier definitiv nochmal höher rein. Erst wurde mit Pressluftbohrern Löcher gebohrt. Diese wurden mit Explosivstoffen versehen und dann gesprengt. Für den Vortrieb der Stollen und die bergmännischen Arbeiten war die Deutsche Bergwerks- und Hüttenbaugesellschaft zuständig. Die zwangsverpflichteten Arbeitskräfte haben nach den Sprengungen den Abraum in die Loren geschafft. Große Felsen wurden von diesen Trupps zerkleinert. Die Waggons mit dem Abraum wurden mittels Diesel- und elektrischen Loks aus den Stollen transportiert. Laut den Aussagen
der Zeitzeugen und den Berichten der Amerikaner gab es keine Sicherungsmaßnahmen bei diesem Stollenbau. Man brachte somit alle Arbeitskräfte, deutsche Ingenieure und Facharbeiter, Fremdarbeiter, Kriegsgefangene und zwangsverpflichtete Arbeiter in Lebensgefahr. Es sollen sich zahlreiche Unfälle ereignet haben. Es wurde im Zwei-Schicht-System gearbeitet. Die Tagschicht arbeitete von 7 bis 18 Uhr und die Nachtschicht von 18 bis 7 Uhr. Eingesetzte Hilfsmittel waren 14 LKWs, 40 Luftkompressoren für 200 Luftbohrmaschinen, 14 Dampfloks, die teilweise zur Drucklufterzeugung zweckentfremdet wurden, 18 Dieselloks, eine elektrische Grubenlok und 12 Betonmischanlagen. Auch hier blieb man deutlich hinter dem Ziel der Hilfs- und Arbeitsmittel. Die enorme Größe der Tunnel machte ein Verfahren mit mehreren Bauabschnitten nötig. Zuerst legte man einen sogenannten Pilotstollen an. Dieser war mit 4 Metern Breite und 3 Metern Höhe vorangetrieben worden. Dann wurden Gleise für die Bahn verlegt, um Abraum hinauszufördern. Die Pilotstollen wurden dann nach oben hin auf eine Höhe von 3 Metern erweitert. Der Abraum wurde direkt als Arbeitsplattform genutzt, sprich, das durch die Sprengung herausgelöste Gestein blieb am Boden liegen, wurde verdichtet und geebnet. Hier befinden wir uns in einem solchen Fahrstollen im Ausbau. Der Boden ist geebnet und diente als Arbeitsplattform. Hier standen die Bergarbeiter und bohrten nach oben, links wie rechts erneut Löcher für Explosivstoffe. Jetzt befinden wir uns am Anfang des Stollen, sprich, hier befindet sich der Stollen in seiner gewünschten Dimension und ist fertiggestellt. Wenn der Pilotstollen, auch Fahrstollen genannt, fertig war, wurde nach oben gebohrt und der Berg gesprengt. Der Abraum wurde zur Arbeitsplattform verdichtet oder Holzkonstruktionen wurden eingezogen. Auf der höheren Arbeitsplattform wurde erneut nach oben gebohrt und der Bereich herausgesprengt. War die gewünschte Höhe erreicht, bohrte man links wie rechts und sprengte diese Bereiche. Der Stollen hatte danach die markante und charakteristische Form, die an einen Pilz erinnert. Jetzt wurden noch die letzten Seitenwände herausgearbeitet. Nach Abschluss dieser Arbeiten war die geforderte Stollendimension erreicht. Durch dieses Verfahren benötigte man keine Holzkonstruktion als Arbeitsplattform. Zeitgleich wurde die Arbeitsplattform aus Gestein weiter vorne auf 5 Meter erhöht, um eine Deckenhöhe von 10 Metern zu erreichen. Im Stollen 9 befindet sich im vorderen Bereich Hallen mit einer Höhe von ca. 20 und 30 Metern. Diese Hallen sind durch einen Gang oberhalb der Decke verbunden. Hier liefen Schienen für ein Kransystem. Diese Hallen sollten für die Endmontage der Raketen bestimmt sein. Die Raketen sollten aufrecht stehend montiert werden. Es soll wohl 2 Arbeitsweisen angewendet worden sein. Die zweite war mittels Holzkonstruktion. Das Verfahren mit der Holzkonstruktion ermöglichte, den Fahrstollen weiter auszubauen, während bereits darüber die eigentliche Stollendimension herausgearbeitet wurde. Beide Bauweisen sind im Zement A und B angewendet worden. Diese Bauweise wurde im Projekt Riese ebenfalls angewendet. Hier die Anlage bei Ossowska. Auch hier erkennt man gut, in welchem Arbeitsfortschritt sich der Stollenbau befunden hat. Es wurde Schritt für Schritt der Berg ausgehöhlt und man errichtete eine riesige unterirdische und städteähnliche Anlage, tief und bombensicher im Berg. Die Stollen wurden teilweise mit Fertigbetonteilen, die ebenfalls in den Stollen gefertigt wurden, verkleidet. Die US-Amerikaner zeigten nach dem Krieg großes Interesse an dieser fortschrittlichen Methode des Stollenbaus. Vergleichen wir an dieser Stelle die Anlage Zement A mit den Sonderbauvorhaben 3 im Jonastal. Diese Stollen sind gerade in den Berg getrieben. Sie sind durch Querstollen miteinander verbunden. Ihr Baufortschritt ist rudimentär und es gibt nur wenig ausgebaute Bereiche. Der Beton ist ohne Armierung versehen und die Qualität des verarbeiteten Betons ist sehr minderwertig, da er sehr grob ist und mittlerweile schon zerfällt. Auch im Zement A waren nur wenige Bereiche mit Beton versehen. Doch weist die Anlage Zement wesentlich mehr betonierte und größere Bereiche auf als das Sonderbauvorhaben 3. Welche weiteren Gemeinsamkeiten gibt es?
Der Chef des Geheimwaffenprogrammes, Hans Kammler, hat den Bau angewiesen und war der Gesamtprojektleiter. Kammler beauftragte das Ingenieurbüro Fiebinger aus Österreich mit dem Bau. Dieses Unternehmen hat nur im Bereich Österreich gewaltige Anlagen geplant und den Bau durchgeführt. Zum ersten Mal hat Kammler persönlich den Auftrag erteilt, außerhalb Österreichs in Thüringen eine Anlage zu projektieren. Der Bau lief unter der Bezeichnung S3, das Sonderbauvorhaben 3. Laut offiziellen Angaben waren mindestens 20.000 zwangsverpflichtete Arbeitskräfte dort tätig. Die hohe Zahl beläuft sich auf die gesamten am Sonderbauvorhaben beteiligten Arbeitskräfte. Diese Zahl ist ebenfalls wichtig, um sie mit dem Bauvorhaben in Ebensee vergleichen zu können. In Ebensee waren zu Anfang 10.000 Arbeitskräfte vorhanden. Wie viele am Bau der Anlage Zement A genau beteiligt waren, ist unklar, da sie wesentlich größer ist als die Anlage Zement B. 12 Stollen mit einer Länge von 5.440 Meter. Die Anlage B besaß 9 Stollen mit einer Länge von 2.870 Metern. Wahrscheinlich hat sich aufgrund der Größe die Masse an Arbeitskräften im Zement A befunden. Wie viele Arbeitskräfte im Jonastal an den 25 Stollen gearbeitet haben, ist unklar. Zum Ende des Krieges soll sich die Zahl zwischen 20.000 bis 25.000 Arbeitern bewegt haben. Es gibt sogar Berichte, die von 30.000 Arbeitern sprechen. In Ebensee waren es nach Angaben der Amerikaner knapp 19.000 Arbeitskräfte, die am Bau beteiligt gewesen waren. Selbst wenn diese Zahl annähernd gleich ist und die Bauzeit geringer war als in Ebensee, müsste nach dieser Rechnung weitaus größere Stollen in den Berg getrieben worden sein. Auch die Ausmaße zum Zement sind eher gering. Das bedeutet, dass die Gesamtlänge größer sein muss. Hier entsteht eine Diskrepanz, die nicht von der Hand zu weisen ist. Die Zahl der Arbeitskräfte ist und bleibt erwiesenermaßen korrekt und ist mehrfach bestätigt worden. Wo sind also die Stollen, an denen diese Menschen arbeiten mussten, verblieben? Gehen wir in den Vergleich zwischen Ebensee und dem Jonastal. Im Jonastal gibt es 3 Systeme von Stollenanlagen. Alle Stollen der Systeme sind untereinander verbunden, aber von anderen Systemen abgeschnitten. Zudem gibt es weitere Einzelstollen. Sie setzen sich wie folgt zusammen. Stollen 1 bis 12. Hier sind lediglich Stollen 6 bis 12 durch Querschläge miteinander verbunden. 13 bis 15, wobei diese Stollen alle autark sind und den geringsten Baufortschritt besitzen. Jedoch Stollen 14, der längste mit knapp 180 Meter in den Berg verlaufende Stollen, dieser Stollen sollte die Systeme untereinander verbinden. Stollen 16 bis 20, diese Stollen sind untereinander bereits verbunden. Und das System 21 bis 25, welches ebenfalls untereinander verbunden ist. Der Baufortschritt ist als rudimentär zu betrachten. Nur wenige Bereiche weisen Beton auf. Der Bau der Stollen hat im November 1940 begonnen und im April 1945 wurden die Arbeiten durch die amerikanischen Streitkräfte gestoppt. Angesichts der existierenden Parallelen zu Ebensee, Projektleiter SS-General Kammler, Planung Ingenieurbüro Karl Fiebinger, Wichtigkeit beider Anlagen, kriegswichtig oder kriegsentscheidend, nahezu identische Anzahl an Arbeitskräften, vergleicht man direkt die beiden Anlagen miteinander, so stellt man ernüchternd fest, im Jonastal fehlt ein großer Teil an Stollensystemen. Alleine den Menschen gegenüber, besonders den am Bau ums Leben gekommenen Menschen, ist es geschuldet, die Wahrheit über ihren Tod zu klären. Woran haben sie bauen müssen und wofür haben sie ihr Leben gegeben? Angesichts der schockierenden Zahlen an Toten ist die Verheimlichung der erbauten unterirdischen Anlagen der blanke Hohn. Doch erneut zurück nach Ebensee. Behalten wir uns die Bilder des tatsächlichen Baufortschritts aus dem Jonastal vor dem inneren Auge, um weitere Vergleiche ziehen zu können. So, wir haben wieder Stahlbeton, wir haben ohne Ende Mocke auf dem Boden, also hier ist ein richtiger Bachweg hier durch. Hinten hört man auch Wasser, kannst du mal ausleuchten? Ja, also Stück Stahlbeton, dann wieder nackte Wand, endlos lange Gänge, Produktionsstollen. Wir gehen weiter. Die meisten Bereiche, die mit Beton versehen worden sind, sind die Verbindungsstollen. Andere Teile der Anlage benötigten keine Betonverschalungen aufgrund der Festigkeit des Gesteins. Lediglich U-Boot-Netze wurden mittels Stahlkonstruktion an der Decke der Stollen befestigt, um Steinschlag vorzubeugen. Diese Bauweise kennen wir bereits aus anderen Anlagen. So, eine weitere Produktionshalle. Hier kann man auch schön die Träger sehen. Also es wurde mit Bögen, mit Stahlbögen umspannt.
Die wurden hier aufgestellt und das sind Torpedonetze. Damit hat man Häfen quasi gegen feindliche Torpedos abgeschützt. Hier handelt es sich um eine Uferlagerung, die auf die gleiche Weise gegen Steinschlag gesichert wurde. So, ich stehe jetzt direkt an so einem Torpedonetz selber, ist natürlich verrostet. Fällt es mir auch direkt in den Arm rein. Also wie gesagt, das hat riesige Ausmaße. Und wenn wir das jetzt noch mal vergleichen. Da der Krieg einen anderen Verlauf nahm, wurde der ursprüngliche Plan verworfen. In der Anlage Zement sollte die Raketenentwicklung und die Forschung verlagert werden. Zuerst die V2, das Aggregat 4, aber auch die Flugabwehrrakete mit dem Decknamen Wasserfall sollte hier weiterentwickelt werden. Die unterirdischen Prüfstände sollten auf einen Schub von 25 Tonnen ausgelegt werden. Werner von Braun war gedanklich schon weiter. Von Braun forderte Prüfstände von 200 Tonnen Schubkraft. Von Braun wollte Raketen mit einer 10-fachen Reichweite als die der A4 testen. Die Rede ist von der A9, das Aggregat 9 und das Aggregat 10. Eine Rakete mit interkontinentaler Reichweite. Von Braun wollte hier das deutsche Weltraumprogramm nach vorne bringen. Für die bemannte Raumfahrt wollte er hier Raketen entwickeln und deren Triebwerke testen. Nach dem Krieg kam es zu mehreren meterhohen Verbrüchen. Das Gestein dort weist mehrere instabile Schichten auf, Mergelschichten genannt. Die Schichten waren bereits in der Bauphase problematisch und haben teilweise die Arbeiten zum Erliegen gebracht. Rohstoffknopf. So, wir sind jetzt an der obersten Stelle des Verbruches. Hier ist tatsächlich der Stahlbeton eingebrochen. Wir sehen aber auch keine Armierung. Das bedeutet, Rohstoffe waren wahrscheinlich knapp. Man hat keinen Stahl mehr gehabt, deswegen hat das nachgegeben. Und das hier nach oben, das ist Kirchturm hoch. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Level, wo die Kamera steht, wie die Decke, die Deckenhöhe. Und das hier ist mit einem Mal alles runtergekommen. So, wir sind jetzt unterhalb des Verbruchs. Da oben, wie man sieht, war ein Verbruch. Der Beton ist wirklich eingestürzt, wir haben keine Armierung gesehen und ja, und allein dieser Brocken, der hier oben runtergekegelt ist, der ist runtergefallen und dann wieder irgendwann zum Liegen gekommen. Also wenn der runterkommt, dann macht das hier unten schon ordentlich Krabam. Und hier gehen wir dann wieder runter. Der ist aber gut verbrochen hier, ne? Da ist ein bisschen was runtergekommen. Aufgrund der immer neuen Forderungen aus Peenemünde wurde das Bauvorhaben schließlich eingestellt. Ursprünglich sollte das Werk Ende 1944 fertiggestellt sein. Jetzt war durch die massiven Änderungen das Fertigstellungsdatum auf Mitte 1945 datiert. Reichsminister Speer verwarf den Plan und veranlasste die Verlagerung der normalen Industrie in die Anlage Zement A und B. Die Engländer haben flächendeckend mit der Vernichtung der Raffinerien begonnen. Teilweise stockte der Nachschub der Kraftstoffe, da die Industrie fast komplett ausfiel. Zudem stieß die Rote Armee unaufhaltbar auf die rumänischen Ölfelder vor. Das bedeutete den Verlust der Versorgung mit Rohöl. Deswegen mussten neue Verfahren für die Gewinnung von Kraftstoffen her. Speer entschloss, Teile der Anlage Zement A als Raffinerie umzufunktionieren. Dieses Vorhaben bekam den Namen DAX zugewiesen. Wie gesagt, man hat das 1944 begonnen und hat 1945 hier schon produziert. Also die Bauzeit war auch nicht sehr lang. Man hat in Windeseile hier massive Stollen in den Berg reingetrieben und hat das, soweit es geht, ausgekleidet an den Stellen, wo es musste, hat Maschinen hier runtergebracht und hat wirklich angefangen zu produzieren. Also es ist gigantisch. Es folgten weitere Anlagen mit dem Namen Taube, Ofen, Iltis und ein ausliegendes Projekt mit dem Decknamen Salamander. Ein Raketenteststand, von wo aus man Raketen auf den Dachstein feuern wollte. Auf dem Dachstein war ebenfalls ein Artillerieschießplatz und deswegen fiel die Wahl auf den Dachstein. Das Interessante an dieser Geschichte hier, in diesem Tal sollten sich V2-Raketen befinden, auch Testbunker, und von hier aus wollte man das Aggregat A4, also die umgangssprachlich verwendete Vergeltungswaffe V2, abschießen und testen. Hier sollten Bunker entstehen, ob es hier passiert ist, also diese Unterlagen und die Quellen darüber, das ist das Deutsche Museum in München. Wir haben gesagt, hier sollte das entstehen. Wo das genau ist, weiß man nicht. Der Ort ist wirklich unbekannt, den wissen wir nicht. Von hier aus sollten sie abgeschossen werden und man wollte sie in
Schießplätze dann einschlagen lassen. Ebenso wurde auserkoren, vom Formzement wollte man V2 losschießen, entweder auf dem Bereich des Dachsteins oder der 30 Kilometer ungefähr entfernt ist, oder auf dem Bereich des Watzmanns, der 60 Kilometer entfernt ist. Und hier irgendwo in den Bereichen, jetzt nicht an diesem Kraftwerk, aber irgendwo hier in diesem Tal oder dieser Schlucht, sollten diese V2s aufgestellt werden, getestet werden. Und man hatte Gebiete dafür extra gesucht, wo man sofort einen Test machen konnte. Also die man nicht erst räumen musste, evakuieren musste. Man konnte sie zu jeder Tages- und Nachtzeit beschießen, weil es unbewohntes Gebiet war, beziehungsweise Militärgebiet, ein Artillerieschießplatz. Da laufen normalerweise keine Menschen rum. Das sollte hier irgendwo passiert sein und das ist schon interessant, wenn man sich jetzt hier anhört, dass man wollte, dass man hier die V2, die man ja auch produzieren wollte im Zement, dass man die direkt hier starten wollte zu Übungs- und Testzwecken bzw. Erprobungszwecken. Die Anlage Ofen sollte eine einfache Rohöldestillationsanlage beinhalten. 16 dieser Destillen sollten aus ganz Österreich hierher verlagert werden. Die Anlage DAX 2 war seit Februar 1945 betriebsfertig und stand im Eigentum der DEA, Deutsche Erdöl AG, Nova AG, Rositz, Thüringen. Sie umfasste 8 Einheiten mit einer täglichen Kapazität von 120 Tonnen Rohöl. 6 Einheiten waren im Betrieb. Die Ausbeute der Produktion sollte betragen 10% Benzin, 40% Dieselöl und 50% Rückstand zur Verwertung in der Schmierölanlage. Die Tankräume ließen die Lagerung von 2 Produktionstagen zu. Die Anlage DAX 2 sollte eine Schmieröl-Raffinationsanlage beinhalten. Geplant waren 2 dieser Anlagen im Zement. Die Anlage Taube sollte eine Crackanlage beinhalten, die die Abfallprodukte aus den 16 Destillerien verarbeitete. Cracken ist ein Verfahren zur Stoffumwandlung, Konversion in der Erdölverarbeitung, mit dem mittel- und langkettigen Kohlenwasserstoff in kurzkettige Kohlenwasserstoffe gespalten werden. Die Anlage Iltis lag auf der anderen Seite von den Zementanlagen. Über Iltis ist nur wenig bekannt und alle Aussagen beruhen auf Arbeitskräfte. Angeblich sollte in der Anlage Iltis flüssiger Sauerstoff für die Raketenantriebe hergestellt und gelagert werden. Angeblich sollte auf Befehl von Hitler persönlich ein Hydrierwerk entstehen. Auch ist die Rede von einer Anlage zur Herstellung von Flugzeugbenzin. Die Stollen dafür wurden bereits angelegt. Inoffiziell besteht das Bauvorhaben aus 3 voneinander getrennten unterirdischen Anlagen. Wenn dieser Plan verwirklicht worden wäre, dann hätte die Anlage Zement A die Ausmaße einer Großraffinerie erreicht. Allerdings ist dieser Plan verworfen worden. War das auch noch ein Stollen? Ja, ist wieder verschüttet und da geht's rüber. Das Übliche. Diese große Halle endet wieder in einem relativ kleinen Stollen. Sie hat immer wieder eine Produktionshalle, Verbindungsgang wahrscheinlich zur nächsten Produktionshalle. Hier stecken überall noch die Bohrer im Gestein. Also mit diesen Bohrern hat man die Sprenglöcher gebohrt, hat die dann mit Sprengstoff versehen und hat quasi das Gestein, so sah das hier aus, das ist das Ende vom Sprengloch. Da kam dann der Sprengstoff rein, wurde gestopft und dann wurde hiermit das Gestein quasi bearbeitet. Verschüttung.
immer wieder hoch, es geht immer wieder runter. Ihr habt immer wieder unausgebaute Stollen, dann kommen wieder Stahlbetonstollen. Es ist enorm, welche Größe dieses Bauwerk besitzt. Und? Weiter, wollen wir weiter? Wir können. Oder die Holz, ne? Ja. Das ist zu tief hier, das heute. Also nach in die Richtung. Guck mal hier. Ja. Den Gang. Ja, da bin ich aber gerade rein. Guck mal, wie tief das da ist, das schlägt. Ach so. Wenn du dich da festhockst, kommst du nie wieder raus. Ja. Ne? Ja, jetzt feste. Diese Batterie machen wir. Dann mal alles an Licht hier drauf, mal eben. Es ist tief, das können wir sagen. Also hier
sieht man deutlich, dass hier das Zeug verwittert. Das ist so eine Dachpappe. Hier ist so eine Türe drin. Also vermutlich könnte sowas ein Sprengstoffraum gewesen sein, dass die hier ihr Sprenggut gelagert haben, als die Anlage sich im Bau befand. Keine Ahnung, wie unten drin ist. Das ist einfach nur Beton. Mal herausgekommen, ne? Ganz schön, ja. Ich gehe da noch mal ein cooles Foto hin. Die Steine in eine Gleise schmeißen, ne? Bitte? Da könnte ich schon fast so nehmen, die Steine auf die Gleise schmeißen. Ja. Sieht so aus wie die Gleissteine. Ja. Ja. Im Stollen 7, 8 und 9 befinden sich die Tanks für die Produktion von Treibstoff. Diese Tanks besitzen riesige Dimensionen. Man benötigt eine Weile, bis man begreift, dass man über einen riesigen Tank läuft. Der ganze Boden ist im Prinzip, hat hier überall so Dinger und auch Anschlüsse, weil unter uns, warte, ich mach's mal. Merkst du es? Das ist ein Hohlraum. Das ist ein Hohlraum. Der Hohlraum sieht tatsächlich so aus, also wir können es auch belegen, dass hier drunter ein Hohlraum ist. Es geht ca. 4 Meter runter in solche Becken rein, möchte ich mal sagen. Wir hören schon hier. Also hier sind irgendwelche Anschlüsse gewesen, das war mal ein Flansch. Aber hier steht auch Wasser drin, wenn ich hier runter leuchte. Also hier, das war mal ein Flansch. Der war mit Maschinenschrauben, also hier wurde irgendwas reingeleitet, rausgepumpt oder irgendwas. Na, hier saß die Dichtung, hier die Maschinenschrauben. Interessant. Wir schauen mal. Hier ist schon einer geklettert. Ja, das ist typisch. Also hier ist schon mal einer wieder hoch. Es war jemand mal drin. Wir schauen mal. Dieser ganze Stollen dient als Tank für die Raffinerie. Wir befinden uns immer noch auf der Tankanlage. Welch riesige Dimension diese Anlage tatsächlich besitzt, wird hier sehr gut veranschaulicht. Bist du da? Hallo. Hast du den Zugang gefunden? Habe ich gedacht, ja, von oben, aber ich denke mal das sehen. Das ist super. Ja. Aber dann habe ich ja gleich Zugang. Freunde, hier geht es runter. Also wir stehen quasi auf diesem Bauwerk drauf jetzt. Ist auch ausgebeult, ne? Oder sowas. Wir stehen quasi jetzt drauf. Es geht schon ein bisschen runter. Ihr habt hier wieder euren Stahlbeton. Oder Beton. Also wir haben ja jetzt festgestellt, dass es kann. Wir gehen jetzt auch mal runter. Ja, da ist ein Bodenabschlag oder so. Ja, irgendwas ist ausgekleidet. Hier sieht man das mit den Fahrradplatten. Wir gucken uns die Geschichte von unten mal an. Prinzessin wieder ein Drama. Das war ein Drama, sagst du? Für die Prinzessin. Ja, das ist, kann jeder mal tun. Das ist so Fahrradplatte. Ja, aber auch Stahlbeton. So, dieser Tank, also er ist reingebaut. Das ist offensichtlich Stahlbeton, ja, wie Armierung. Und die sind mit diesen Faserplatten und dann mit Putz ausgekleidet, die isoliert waren. Oder man hat diese Tankräume isoliert. Weiter im Bau befindliche Tanks. Diese Tanks haben noch kein Dach bekommen. Sie befinden sich noch im Bau. Hier liegt der Tank auf. Ja, hier ist einfach dieses Becken auf. Also hier fährt die Stahlbetondecke
Dahinter geht das weiter. Also das sind ganze Räume, aber ich sehe hier keine Anschlüsse am Boden oder irgendwas. Hier fehlt einfach nur die Decke. Also auch das, es wird wahrscheinlich nie fertiggestellt worden sein. Die Produktion des Treibstoffes hat sich ebenfalls in den Stollen 8, 9 und 10 befunden. Hier befanden sich verhältnismäßig kleine Destillationskolonnen. Die Raffinerie hat man in Frankreich erbeutet und nach Ebensee verschafft. Die Räume der Destillerie wurden mit Ziegelsteinpfeilern, die die Decke überspannten, versehen. Hier wurden die Torpedonetze angebracht, um Steinschlag zu verhindern. Die Besonderheit war, dass man die Teile der Raffinerie luftdicht von der restlichen Anlage abschließen konnte. Dadurch sollten austretende Dämpfe vor der Ausbreitung im gesamten Stollensystem verhindert werden. Zudem konnte man einen Brand im Raffineriebereich schnell Einhalt gebieten. Es soll sich tatsächlich ein Brand ereignet haben, der durch den Abschluss von Luft schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand erstickt. An die Lüftung wurden aufgrund der Prüfstände für die Raketentriebwerke besondere Anforderungen gestellt. Durch den mehrfach umgeworfenen Plan zur Nutzung der Anlage wurde die Lüftung ebenfalls mehrfach geändert. Es sollte große unterirdische Kamine entstehen, die direkt an die Oberfläche verliefen. Diese Schächte dienten dem Rauchabzug der Prüfstände. Zu diesem Zweck wurden mehrere Stollen oberhalb der Anlage aufgefahren. Diese befinden sich 20 bis 50 Meter über der eigentlichen Anlage. Ja. Ich habe mittig mal fokussiert, weil da oben sieht es aus, als ob es weitergeht. Guck mal, ob du das drauf kriegst. Guckt euch das mal an, das ist ein Schacht nach oben. Also wie tief wir hier im Berg sind, ist riesig. Und da oben sieht es aus, als ob es weitergeht. Das soll ein Lüftungsstollen sein. Hier ist noch die alte Bahn. Also hier ging auch eine Schmalspur rein. Unten sind Kabelschächte oder Drainageschächte und wieder Stahlbeton. In den Stollen wurde die Lüftungsanlage untergebracht. Zudem führt ein senkrechter Verbindungstunnel in den Stollen 9. Licht kommt nicht raus. Wenn man reinleuchtet, das geht schon tief runter. Und da unten sehen wir noch, ja doch ein altes Gleis. Also da geht es dann runter in den Stollen rein und hier herrscht immer noch ein ganz guter Windzug. Ne? Dann gucken wir uns jetzt die andere Seite noch mal eben an. Ja, also das soll der Lüftungsbereich sein. Hier soll damals die Luft reingedrückt, gepresst worden sein, dass die Leute unten im Bauwerk auch immer genügend Frischluft hatten zur Verfügung. So, und da müssten wir in dieser großen Halle unten rauskommen. Der Rauchabzugsschacht von Stollen 11 führt gerade nach oben. So, jetzt geht es hier noch mal richtig rein. Ja, also da geht es richtig nach unten, eine Riesenröhre. Und nach oben natürlich auch noch. Also oben geht es auch noch weiter. Ja. Also nach oben wie nach unten. Das ist nur eine Zwischenetage. Und das sind schon ein paar Meterchen. Ne? Ja, dickes Eisen noch überall drin. Wahnsinn. Ja, also das ist auch schon beeindruckend, was man hier damals wirklich alles in diesen Berg reingebracht hat, aufgefahren hat an Stollen. Hier steht eine Reihe von Maschinensockeln für die Generatoren und Lüfter. Irre. Hier standen die Generatoren, Kompressoren. Keine Ahnung, was das letzten Endes war. Irgendwas, um die Luft hier reinzudrücken und rauszuziehen. Ja, dicke Maschinensockel mit dicken Standbolzen, Stehbolzen. Nebelig ist es. Und hier ist dann schon Ende. Da geht auch noch mal irgendwo hin. Und das hier ist verschüttet. Aber ich glaube, es geht auch noch weiter. Da steht es dann unter Wasser, ist ein Verbruch. Und das steht
Licht kommt keins durch. Unter Wasser. Irre. Wer weiß, wie weit das noch reingeht. Also es ist wirklich, wir können das auf dem Bildmaterial nicht wiedergeben, wie groß das tatsächlich hier ist. Am obersten Ende des Schachtes befindet sich ein Stahlbetonklotz, der die nötige Abdeckung besaß, um vor feindlichen Bombardierungen geschützt zu sein. Die Form wurde einem Haus nachempfunden, damit es bei austretenden Dämpfen für die feindliche Luftaufklärung so aussieht, als ob aus dem Kamin des Hauses Qualm ausdringt. So sollte die Anlage unerkannt bleiben. Zudem gibt es auf dem Level der Anlage A noch weitere Stollen. Dort wurde ein Kesselstollen errichtet, der die Anlage beheizen sollte. Und jetzt sind wir an dem Kesselstollen. Hier sollte eine Kesselanlage drin gestanden haben, habe ich eben gehört von meinem Local. Der ist aber zugemacht worden. Auch groß, weil der wahrscheinlich einsturzgefährdet ist. Der Betreiber den zugemacht. Ja. Und hier sollten die Kessel drin gestanden haben. Mehr ist es nicht. Und ein Trafostollen, der den Strom auf die Anlage verteilte. Dem sogenannten Trafostollen. Hier sollten die Transformatoren drin stehen. Wir schauen mal rein. Er ist auch komplett Stahlbeton. Es ist komplett ausgebaut. Und hier sollten dann die Transformatoren drin gestanden haben. Unten läuft die Drainage tatsächlich noch durch. Da werden Partys gefeiert oder irgendwas, so wie es aussieht. So. Und hier ist tatsächlich dann schon Ende. Das hatte wohl ausgereicht für die damalige Technik, die da hätte reingesollt. Ein Stück weiter ist noch der Kesselstollen. Da sollten dann Kessel drin gestanden haben. Ja, und so sieht's aus. Ein schöner Stollen, bisschen ausbetoniert. Und das war es auch schon. Es ist wirklich, auch wenn er so klein ist, wirklich beeindruckend, wie schön das wirklich noch aussieht nach so vielen Jahren, ne, wo das gebaut wurde. 1944, 45 entstanden. Und draußen, also hier drin, angenehme, ich schätze mal 15, 18 Grad. Ach, nicht mal 14 Grad. Und draußen dann direkt wieder 27 Grad. Und schönste Natur und Vegetation. Das ist der Eingang. Einfach nur da rein und direkt dahinter Stahlbeton. Ein Probebetrieb der Raffinerie nahm gegen Ende des Krieges den Betrieb auf. Nach dem Krieg wurde die Produktion von Kraftstoffen weiter betrieben. Der Betrieb wurde bis in die 1950er Jahre fortgeführt. Das Werk wurde von einem französischen Unternehmen erworben und nach Algier verlegt. Die Demontage wurde im Jahr 1952 in Ebensee abgeschlossen. Ebenfalls gingen Arbeitskräfte mit nach Algerien. Die Anlage DAX produzierte in Algerien weiterhin Kraftstoff. Es geht spannend weiter. In der nächsten Folge schauen wir uns die Anlage Zement B an und vergleichen diese mit dem Sonderbauvorhaben 3 im Jonastal. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.